Wenn ihr jetzt nichts Besseres vorhabt, dann nehmt euch doch mal ein paar Minuten Zeit und lasst uns bitte über das Samsung Galaxy S24 Plus und das iPhone 15 sprechen. Lasst uns die Frage um das bessere Ökosystem mal zur Seite schieben und uns die beiden Smartphones genau so betrachten, als ob ihr keine anderen Geräte zu Hause im Einsatz hättet. Es geht um nichts weniger als zwei Smartphones, die mehr als 1000 Euro kosten, ein sehr ähnliches Kamerasetup haben, aber dennoch im Detail doch sehr unterschiedlich sind. Für wen welches Smartphone möglicherweise die bessere Wahl ist, das seht ihr in den kommenden Minuten meines Videos. Viel Spaß! Schaut man sich die beiden Smartphones Side by Side an, so muss man ehrlich sein, dass Samsung sich von Apple doch ein wenig hat inspirieren lassen. Kantige Seiten und ein sehr neutrales, aber auch gefälliges Äußeres kennzeichnen beide Geräte. Beim iPhone kommt mit Titan das etwas höherwertige Material zum Einsatz und beim In-Hand-Gefühl finde ich das iPhone auch schon einen Tick wertiger. Obwohl das Samsung Smartphone mit rund 10 Gramm eine Ecke schwerer ist das für mich aber überhaupt nicht spürbar. Beide Rückseiten sind matt und nehmen so gut wie keine Fingerabdrücke an. Die Tasten lassen sich aufgrund der Größe beim iPhone allerdings etwas besser packen. Mit einer IP68 Zertifizierung sind dann noch beide Geräte gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Was bei Smartphones dieser Preisklasse, zumindest für mich, immer extrem wichtig ist, sind die Lautsprecher. Beide mit Stereo-Lautsprechern ausgestattet, liefern dementsprechend auch einen richtig guten Klang. Dennoch bin ich von den iPhone-Lautsprechern immer mehr als begeistert, da für mich kein anderer Hersteller dieses räumliche Erlebnis so gut hinbekommt. Bei der Entsperrmethode setzen beide erst einmal auf unterschiedliche Ansätze, 3D-Gesichtsentsperrung beim iPhone, die auch nachts super funktioniert, und einen sehr guten Fingerabdrucksensor bei Samsung. Persönlich tendiere ich auch hier mehr zum iPhone, da es einfach perfekt funktioniert. Zusammenfassend muss ich daher in diesem Part sagen, dass das iPhone einfach mehr Vorteile bietet. Was den Akkuverbrauch angeht, so liegen beide in etwa auf Augenhöhe, je nachdem, welche Apps man vorwiegend nutzt und auch mit den Geräten zockt. Volle 24 Stunden waren für mich bei normaler Nutzung ohne Wi-Fi-Hotspot, ohne Zocken und mit der Verwendung von Social Media und Nachrichten bei beiden Geräten immer drin. Beim Laden hingegen geht der Sieg ganz klar an Samsung, da hier mit 45 anstatt wie beim iPhone mit 25 Watt maximal geladen werden kann. In 80 Minuten habt ihr damit das S24 Plus vollständig aufgeladen. Beim iPhone dauert es rund 10 Minuten länger, aber man muss auch anmerken, dass der Akku des S24 Plus um 50% größer ist. Beim Prozessor sieht es dann objektiv gesehen wieder anders aus. Der A17 Pro im iPhone ist gegenüber dem Exynos 2400 deutlich überlegen, mega performant und wird selbst in 4 Jahren noch absolut ausreichend sein. Der Exynos ist auch gut, aber eben auch nicht super. Subjektiv werdet ihr im Alltag bei den herkömmlichen Arbeiten aber nicht wirklich Unterschiede feststellen, eher dann, wenn es an grafikintensive Spiele oder auch Anwendungen geht. Aber fairer halber muss man beim Chip Apple, beim Akku Samsung den Sieg zusprechen. Wenn man über Display spricht, so kommt beim häufigen Testen oft auch Betriebsblindheit dazu. Erst als ein Freund neulich zu mir meinte, dass das Samsung Display deutlich geiler sei, wurde es mir erst so richtig bewusst. Mit 6,7 gegenüber 6,1 Zoll ist es schon deutlich größer, aber vielmehr der Wow-Faktor ist bei Samsung nochmals größer. Die höhere Auflösung, aber auch das mehr im Detail personalisierbare Display sind die i-Tüpfelchen bei Samsung, wobei die Helligkeit bei Apple etwas besser ist. Vom Bauchgefühl gefällt mir das S24 Plus besser, objektiv spielt es für euch und für mich aber überhaupt keine Rolle. Nun aber zu dem Bereich, auf den die meisten von euch gewartet haben, nämlich den Kameras. Die sind auch der Grund, warum ich das S24 Plus mit dem iPhone 15 Pro verglichen habe, denn hier sind sie sich wirklich verdammt ähnlich. Samsung stattet das Plus-Modell mit maximal 50 Megapixel im Weitwinkelbereich, 12 Megapixel bei der Ultra-Weitwinkelkamera und einer 10 Megapixel Kamera mit dreifach optischem Zoom aus. Vorne gibt es dann noch eine 12 Megapixel Kamera. Bei Apple gibt es eine 48 Megapixel Hauptkamera, eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera und eine 12 Megapixel Telekamera. Mit der Telekamera ist ein dreifach optischer Zoom möglich, vorne dann noch 12 Megapixel. Geknipst habe ich jetzt alle Bilder, die ihr sehen werdet, in der Automatik. Wenn man sich die Bilder der Hauptkamera anschaut, so stellt man in 3/4 der Fälle fest, dass das S24 Plus immer einen Tick besser performt als das iPhone 15 Pro. Das ist sowohl für Tageslicht als auch für Nachtaufnahmen anwendbar. Oftmals ist auf dem Samsung Smartphone der Dynamikumfang bei Tageslichtaufnahmen etwas besser, wobei einige Bilder auch etwas zu überschärft wurden. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass Samsung Objekte besser fokussieren kann. Vor allem in Hell-Dunkel-Aufnahmen zeigt das Galaxy etwas mehr Details. Geht man in den Nachtbereich, findet man einen minimal besseren Weißabgleich beim Samsung Smartphone, aber auch die Details werden hier etwas besser wiedergegeben. Hinzu kommt, dass man beim iPhone ein leichtes Rauschen bekommt, was vor allem dann erkennbar wird, wenn man mit externen Lichtquellen
Modellen im Innenbereich arbeitet. Ich finde aber auch mittlerweile die Frontkamera bei Samsung besser, da die Farben lebendiger wirken und das Gesamterscheinungsbild der Porträts sich etwas besser gestaltet. Der Porträteffekt bei Apple ist zwar etwas besser, wirkt aber auch teilweise etwas too much. Rundum würde ich sagen, dass die Kamera des Galaxy S24 Plus etwas besser ist. Diese Unterschiede werden aber auch nur dann sichtbar, wenn ihr tatsächlich beide Geräte nebeneinander haltet. Bei der Software bin ich aktuell auf dem iPhone mit iOS 17.5 unterwegs. Beim S24 Plus kommt Samsungs One UI 6.1 zum Einsatz unter Android 14. Beide Oberflächen sind absolut leicht verständlich, dank besserer Personalisierungsoptionen bei Samsung auch leicht anpassbar und innerhalb von wenigen Minuten werdet ihr auch ohne Probleme euch auf beiden Geräten zurechtfinden. Was Samsung zumindest zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich besser macht, ist die Integration von sogenannten AI-Funktionen, also künstlicher Intelligenz, da man mit dem S24 Plus bzw. generell der S24-Serie deutlich komfortabler direkt in Nachrichtentexte übersetzen kann, einfacher suchen und vor allem auch Bilder bearbeiten kann. Das, was uns Samsung gezeigt hat, ist jetzt nicht wirklich ein Wunderwerk, allerdings sieht man, wo die Reise hingeht und man muss ganz klar sagen, dass Samsung bzw. viele andere Android-Hersteller hier einfach immer einen Tick schneller in der Umsetzung sind als Apple. Wenn ihr also auch im Softwarebereich auf das Neueste vom Neuesten steht, dann dürfte das Samsung-Smartphone die bessere Wahl für euch sein. Wenn ihr allerdings auf Bewährtes zurückgreifen möchtet, was bewährt funktioniert, dann eher Apple. Um meinem Vergleich aber auch noch ein Ende zu geben, möchte ich euch natürlich noch ein ganz kurzes Fazit mit an die Hand geben. Beginnend in der ersten Kategorie sehe ich das iPhone vor dem S24 Plus, da die Verarbeitung, das in der Handgefühl und generell die Haptik für den Preis einen Mehrwert bedeuten. Was meiner Meinung nach beim iPhone auch besser ist, es sind die Stereo-Lautsprecher, aber auch Face ID, eine Entsperrmethode, die zu 100% immer wieder funktioniert. Mit einem richtig starken A17 Pro Chip stattet Apple das iPhone 15 Pro mit dem aktuell stärksten Chip für mobile Geräte aus, womit man mit dem iPhone tatsächlich alles machen kann. Die Pluspunkte bei Samsung liegen meiner Meinung nach tatsächlich in der besser personalisierbaren und umfangreicheren Software, einer leicht besseren Kamera und einer deutlich besseren Ladegeschwindigkeit beim Akku. Des Weiteren kommt noch hinzu, dass das Display für mich auch hier stärker ist. Sollte man also vor dieser Abwägung stehen und wirklich unvoreingenommen ein Smartphone suchen, das absolut erstklassige Fotos schießt und zu den Besten der Besten gehört, dann ist für mich das S24 Plus etwas stärker als das Apple Smartphone. Gibt man allerdings dem umfassenden Ökosystem den Vorzug, dann sehe ich das iPhone vorne. Und genau damit bin ich auch schon am Ende meines Vergleichs und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, macht's gut und ciao.